Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Life is Strange mit freundlicher Unterstützung einer deutschen Untertiteldatei von Webfishy, Hannibal und Coldcase. Vielen Dank dafür. Ich kann zwar Englisch, aber ich würde mal sagen nicht perfekt und es ist doch schon eine große Hilfe, dass das hier auf Deutsch übersetzt wurde und wir somit vielleicht weniger Verständnisprobleme haben. Ja, ihr seht, neues Let's Play, kein City Skylines, auch wenn das Bild hier etwas danach aussieht. Hier hinten so ein schöner Wasserturm, würde ich mal sagen. Hier irgendwie eine Burg oder irgendwie eine Kirche. Aber nein, ach, hier hinten haben wir sogar einen Leuchtturm. Habe ich ja nicht gebraucht, weil ich konnte ja keinen Hafen bauen. Es wird definitiv weitergehen mit City Skylines, nur momentan ja, ist ein bisschen die Luft raus. Ich weiß gerade nicht, was ich bauen soll, wie es weitergehen soll. Die Star City Ringe sind soweit ja auch schon fast fertig. Und ich dachte mir, wir machen einfach mal was Neues. Und ja, da ist mir irgendwie dieses Spiel ins Auge gefallen. Ich habe da gestern Abend mal schön auf der Couch gesessen und ein bisschen geschaut, was kann man machen. Und das hat mich unter anderem angesprochen. Also ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, 20, 30 Spiele aufgeschrieben. Für eins musste ich mich jetzt mal entscheiden. Und ja, ich würde das jetzt gerne mal testen. Schauen wir mal. Die Bildschirmgröße ist wunderbar. Wir beginnen ein neues Spiel. Gehen mal kurz in die Optionen rein. Die Steuerung. Weiß ich nicht, ob ich es brauchen werde. Ich habe leider zurzeit nur eine Maus. Ein Controller wird definitiv noch kommen für den PC. Für mich ist erstmal hier das Allerwichtigste. Gibt es hier eine Speichertaste? Anscheinend aber nicht. Gut, dann gehen wir erstmal hier zurück, aber das sieht ja auch danach aus, als wenn wir das alles mit Maus spielen könnten. Die Audioeinstellungen. Ja, so ein bisschen vielleicht noch runterfahren. Und das können wir alles so lassen. Und dann würde ich sagen, los. Life is Strange ist ein Storyboard, das besonders auf Wahlmöglichkeiten des Spielers setzt, an Handlung und Unterschied. Ich habe jetzt im Menü gar nicht ausgewählt, welche Episode wir hier nehmen. Also hoffe ich mal, dass das jetzt die richtige Episode ist. Ansonsten fangen wir halt ein wenig in der falschen Reihenfolge an. Ich kann das Mädchen mal rennen.
gar nicht. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and I didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye, so she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Bewege danach die Maus zum Wort ansehen und lasse linke Maustaste los, das Foto anzusehen. Ja, wenn ich versuche mit der Maus hier runterzukommen, Robert Frank. komme ich gar nicht richtig runter. Achso, das reicht schon. He captured the essence of post-war beat America. I do love my analog camera. I should take a quick picture now. You don't have beauty without a beat. Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him. If anybody else looked at this, what would they think? Also man muss echt hier... Ja, können wir mal hier lesen. 1. Oktober, mein Lieblingsmonat. Meiner auch, da habe ich nämlich Geburtstag. Das beste Wetter im ganzen Jahr. Ich mag es zuzuschauen, wie die Blätter die Farben wechseln und sich in winzige Flammen verwandeln. Aber es ist immer noch so verdammt heiß. Danke, globale Erwärmung. Und ich kann weder meine großen Mäntel und Pullis noch meine Horrorfilme rausholen. Kate hat mir Familientreffen von Ray Bradbury ausgeliehen. Ich habe nicht viel von ihm gelesen, weshalb Warren fast meine Glaubwürdigkeit als Geek widerrufen hätte, wenn ich ihm nicht mein Exemplar von Battle Royale gezeigt hätte. Aber er bringt die Herbstatmosphäre in Kleinstädten auf den Punkt. Das letzte Mal, als ich ein Halloween-Kostüm getragen habe, war mit Chloe. Sorry, falsche Betonung. Ich habe in einem Album noch Bilder davon. Ich sollte eine richtige Halloween-Party aufmischen, um unter Leute zu kommen. Entweder das oder eine dieser schrecklichen Poolpartys mit diesen Heuchlern des Vortex Club besuchen, doch das wäre, als würde man mit Haien schwimmen gehen. Zumindest versuche ich aus meinem Kokon herauszuklettern. Ich sollte wohl nicht erwarten, dass sich mein Leben nach einigen Wochen komplett verändert. Wie meine Eltern zu sagen pflegen, du hast alle Zeit der Welt. In your textbook or even online.
And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Even if you're submitting your photo for the competition, everybody in class is turning in a photo, so you see the dilemma? I know, Mr. Jefferson. I just worked so hard on the shot, and I'm sure you know what it's like to be consumed by your work. I just really think Everyday Heroes is an important cultural event, and I want to represent Blackwell Academy. You have just by participating, by putting yourself out there in the world. Immer Fotos machen. Fotos kann ich mir noch später anschauen. Looks like somebody was already working on this. Cool. Computer, Drucker. I also want everybody to know that this photographic world is not for everybody. Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Okay. Schauen wir uns den mal an. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Ist hier noch irgendwas, was wir machen können? Crunch. Oh God. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Kann ich das Tablet da klauen? Aha, eine Kamera für $5.299. Nee, ist klar. Mit der Schnelligkeit, also Produkt GRLT64S, mit der Schnelligkeit und Kraft, die man von einer Greenlit erwartet. Die GRLT Blub ist handlich und hat viele zusätzliche Funktionen. Sie nimmt auf, was du willst, wo du willst. Sie schießt ohne Nachbearbeitung. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Schärfe und Geschmeidigkeit. Für kleine $5.299. Da kaufen andere nicht nur ein Auto, sondern zwei Autos von. Kate looks so sad and quiet today. Ist klar. Poor thing. Hi, Kate. Ansehen, oh. Hi, Max. Ja, solche Menschen. You seem quiet today. Just thinking too much. Mit ihr sprechen. Ja, erstmal sehen wir sie an. I hear that. Und dann reden wir mit ihr. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us.
I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Erstmal anhebeln. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. You can never escape the lighthouse here. Den kann ich auch nur noch anschauen. Okay, ich dachte, man kann vielleicht noch mal alternativ mit denen reden. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. So cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henry Cartier-Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Avedon among the masters. Golly. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Also ich glaube, hier haben wir nichts Besonderes mehr. Das Foto-Contest-Poster können wir uns noch anschauen. Bist du ein Alltagsheld? Ja, erzählt er noch. Moment. Fertig? Gut. Bist du ein Alltagsheld? Finde es heraus. Nimm teil und gewinne. Alltagshelden-Fotowettbewerb. Sende uns ein Foto, das dich oder jemand anderen in einer heldenhaften Aktion zeigt. Einsendeschluss 15. Oktober 2013. Der Gewinner fliegt nach San Francisco und repräsentiert seine Schule im nationalen Alltagshelden-Wettbewerb im Young Museum der Kunst am 20. Oktober 2013. Du darfst nun ein Foto auf zugelassene Papier senden. Für Teilnehmer unter 18 Jahren ist die elterliche Einwilligung I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class, it's so fucking boring. She's so fucking shy. She takes selfies with this giant camera. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. It looks like she's been gone for months. To all of you American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls like Dolly,
weitere Angaben 19 Jahre alt, 1,65 Meter groß, 50 Kilogramm Gewicht, blonde Haarfarbe, nussbraune Augen. Ein Drachentattoo an der Wade und ein Stern auf der Innenseite des linken Handgelenks. Rachel Emma, Alter 19 Jahre, bei Hinweisen bitte melden. I wish October would last forever. 555 Nase, nee, nicht Nase, schwöre. 555 388 6020. Genau, das ist nicht auch das, was wir untersuchen müssen. They should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Ja, ich mag es auch, wenn es kühl ist. Cry sometimes, walking around my own place, wondering why she cries sometimes, Rechner nicht mehr funktioniert. talking about her own place, somewhere around the Man gar nicht mehr weiß, wie man alles mountain. kühlen soll. No one could dry her fountain till she got tired to complain. Direkt ist da aber auch nicht hin. Bathrooms. That's when I fly to the wildland, to your land. Ich kann die Tür aufzumachen. Die ist schon voll offen. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Man, und dann muss er hier ein Woman sein. Betreten. Just relax. Stop torturing yourself. You have a So, gift. du solltest Wasser nutzen, also benutze auch den Wasserhahn. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Sie scheint ja nicht so sehr von sich überzeugt zu sein. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Ja, davon sollte man aber ein Foto machen. Langsam rangehen. Langsam sage ich. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Was sucht der denn da? So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Der wird ja wohl nicht schießen. Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. Ich dachte, er müsste And then I was back here. Aber das habe ich ja gar nicht mit gerechnet. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit. Can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white?
Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse There you time? go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by... Oh, der schöne Fotoapparat. I better rewind. Rechte Maustaste halten, zurückzuspulen. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier Schluss. Ich hoffe, dass ich jetzt hier speichern kann. Das müssen wir natürlich herausfinden, was wir hier jetzt für Möglichkeiten haben. Das war schon sehr überraschend für mich. Ich wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Bleibt sauber und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Januar 2010. Tschüss.